Mein Name ist Tobias Winkler und ich bin Professor und Sektionsleiter für regenerative Orthopädie und Unfallchirurgie hier an der Charité in Berlin. Und mein klinischer Schwerpunkt ist rekonstruktive Gelenkchirurgie, hier insbesondere die rekonstruktive Kniechirurgie. Und mein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist die Entwicklung von neuartigen Therapien für den Bewegungsapparat. In der klinischen Tätigkeit bin ich vorwiegend rekonstruktiver Kniechirurg, das heißt, wir machen da Bandchirurgie, Knorpeltherapien, Osteotomien zur Prävention von Arthrose, aber auch zur Therapie von Arthrose und Knorpelschäden oder auch eben Verletzungen, Knieverletzungen, auch sehr viel traumatologisch operiert in meinem orthopädischen Leben und da auch gesehen, wo Verletzungen im Kniegelenk hinführen können, nämlich zu einer posttraumatischen Arthrose. Die wesentlichen Punkte der Arthrosetherapie sind zum einen die schmerz- und antiinflammatorische, also entzündungshemmende Therapie mit Tabletten, dann Lifestyle-Management der Patienten, da gehört die Ernährung dazu natürlich, auch Alkohol-, Nikotin-Reduktion. Dann gibt es noch die intraartikulären Therapien, also Spritzentherapien, Cortison-, Plasmatherapien. Dann gibt es die ganz wichtige Säule der Bewegungstherapien, also Physiotherapien und überhaupt Bewegung, die Arthrose auch in Bezug auf ihre Entzündung bekämpft. Und dann gibt es die operativen Maßnahmen, wie zum Beispiel Umstellungsoperationen bei Fehlstellungen oder dann die Endoprothetik als Gelenkersatz. Ja, also wir als Orthopäden und generell als Arthrosebehandler verschreiben ja schon seit jeher Physiotherapie, auch bei Arthrosepatienten. Das Problem ist, dass das praktisch für uns wie eine Blackbox ist. Zum einen hat der Patient vielleicht 1, 2 Anwendungen pro Woche, was wirklich nicht viel ist, deswegen erlernt er Übungen und dieses Erlernen von Übungen muss er dann oder müssen Sie dann zu Hause ausüben. Und die Patienten sind da praktisch auf sich alleine gestellt und müssen dann ohne Anleitung Übungen durchführen, die teilweise schon komplex sind. Das nächste Problem ist, dass wir als Behandler dann im Nachhinein gar nicht wissen, was die Patienten jetzt gemacht haben und somit auch keine gute Therapiekontrolle haben. Und des Weiteren ist es dann auch noch so, dass die Übungen überhaupt nicht standardisiert sind. Das heißt, wir haben einen Blumenstrauß an verschiedenen Übungen, ohne dass wir auch wissen, dass die Evidenz für jede dieser Übungen, die die Patienten da ausführen, auch gegeben ist. Das heißt, es besteht eine klare Evidenz, dass hier durch ein kontrolliertes Bewegungsprogramm, das die Patienten zu Hause absolvieren, ein 12-wöchiges Bewegungsprogramm, das heißt, es ist auch umschrieben, kann auch wiederholt werden, der Schmerz bei Arthrosepatienten verringert werden kann und das unter einer angeleiteten Therapie. Für die Patienten ist das natürlich super bequem, der muss nirgends hinfahren praktisch, sondern die Patienten können das zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung machen. Und haben zusätzlich noch in der Applikation den Überblick über ihre eigenen Leistungen und können das auch im Nachhinein für sich selber dann auswerten und bewerten. Ja, das ist wirklich ein Vorteil, muss man sagen, den die technische Entwicklung mitgebracht hat in der Arthrosebehandlung. Wir können zum ersten Mal nun mit einem angeleiteten Physiotherapie, also Bewegungstherapieprogramm, für den Patienten zu Hause eine kontrollierte Umgebung gewährleisten, die zum einen evidenzbasiert zu einer Verbesserung des Schmerzes bei Arthrosepatienten führt und zum anderen auch eine Übungsabfolge gewährleistet, die die Patienten zu Hause unter einer sehr hohen Effizienz machen können. Das ist zum Glück eben durch die Zulassung im Rahmen der digitalen Gesundheitsanwendung sehr einfach. Die Patienten kommen zum Arzt und die Ärzte können das ganz normal auf Rezept verschreiben. Da gibt es eine Nummer und das muss nur auf das Rezept draufgetragen werden. Der Patient nimmt das mit, lädt sich das Ganze runter und kriegt dann die Sensoren zugeschickt. Und die DIGA
hat eben oder bewirkt eben, dass alle gesetzlichen Krankenversicherungen diese 12-wöchige Trainingstherapie auch finanzieren.